Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute wollen wir bei dem Citroën C3 1,6er Benziner, Baujahr 2003 war das, 80 kW. Hier haben wir den Bremssattel gewechselt, die Seile kommen auch neu, die Bremsen kommen neu und wir wollen jetzt einmal die Handbremsseile wechseln. Und wichtig darauf zu achten, es gibt, glaube ich, bis zu 3 unterschiedliche Längenarten für dieses Modell. Deswegen entweder bestellt ihr gleich alle 3. Wir haben hier in dem Fall Länge 1810/1005 mm. Da gehe ich mal stark davon aus, die Schutzummantelung ist 105 mm und die Gesamtlänge 1810 mm. So sieht das Ganze aus. Und wie man das Ganze wechseln könnte, würde ich euch gerne zeigen. Eine Sache noch davor, warum wechselt man die Handbremsseile? Weil die Ummantelung sehr, sehr gerne kaputt geht. Das macht doch keinen Fokus. Die Ummantelung sehr gerne kaputt geht und das Ganze anfängt schwergängig zu werden. Und sehr gerne scheuern die auch durch. In dem Fall ist noch nicht komplett durchgescheuert. Aber ja, wie gesagt, die werden schwergängig. Und wenn das Ganze schwergängig ist, kann der Sattel sich nicht lösen. Und dadurch Bremse fest, Bremse verschleißt schneller. Es quietscht, es wird warm, es stinkt. So sieht das Ganze aus. Und ja, so könnt ihr das Ganze dann auch prüfen, wenn ihr das aus dem Sattel aushakt. Hin und her bewegt, müsste ich das leicht hin und her bewegen. In dem Fall nicht. In dem Fall nicht. Ja, dann machen wir das Ganze einmal neu. Die Handbremse einstellen werden wir, denke ich mal, jetzt auch schon in diesem Video. Oder werden wir dann ein separates, ich glaube, wir machen dann ein separates Video zu. Weil manche wollen vielleicht eventuell selbst das Ganze einstellen. Deswegen hier wechseln wir und Einstellung wird ein separates Video. Ich hoffe, das ist für euch okay. Und ja, alle wichtigen Kauflinks sind unten in der Videobeschreibung. Und worauf man achten kann, würde ich euch gerne zeigen. Und ich würde sagen, los geht's. Und zwar ist mir aufgefallen, dass die Kommentare etwas abgenommen haben. Und deswegen haben wir uns überlegt, für die, die fleißig Kommentare schreiben, haben wir überlegt, dass wir immer, und beziehungsweise mir fehlt auch immer so ein bisschen der Content, den wir live machen können. Und deswegen habe ich mir Folgendes überlegt, für die Leute, die fleißig am Kommentare schreiben sind, dass wir dann ein Gewinnspiel machen, dass immer zum Ende des Monats wir ein Gewinnspiel machen für alle Kommentare, die in die Videos gemacht werden. Das heißt, egal unter welches Video ihr Kommentare schreibt, kommt ihr automatisch mit in die Verlosung mit rein oder macht ihr automatisch beim Gewinnspiel teil. Und da haben wir uns Folgendes überlegt, 50 € Gutschein könnt ihr euch dann aussuchen. XXL Automotive Gutschein oder Amazon Gutschein, werden wir dann mit euch schon ausmachen. Und das Ganze wird dann immer zum Ende des Monats, das heißt zum 30. oder zum 31. endet das Gewinnspiel und fängt dann immer automatisch am 1. des Monats an. Und da könnt ihr dann gerne unten in die Kommentare, nicht nur unter dieses Video, egal welches Video in diesem Monat rauskommt, da könnt ihr Kommentare schreiben und macht beim Gewinnspiel teil und im Livestream am 30., 31. Wir werden immer diese Livestreams vorab ankündigen, wann die starten und wie viel Uhr, wo ihr dann automatisch zugucken könnt oder ihr werdet dann per YouTube benachrichtigt. Ich hoffe, das kann man jetzt so gut wie möglich sehen. Auf jeden Fall an der Handbremse haben wir hier die Abdeckung, die wir einmal abmachen. Und da sehen wir eine 10er Mutter, die lösen wir. Da braucht ihr so eine längliche 10er Nuss. Dann könnt ihr das Ganze einmal lösen. So nicht zu weit, dass die Mutter bei euch nicht abfällt. So, und wenn ihr das halt gelöst habt, dann könnt ihr da hinten so einen Hebel sehen, da wo die Seile lang gehen. Da. Und den könnt ihr mit einem Schraubenzieher aushaken. Auf der Seite. Und da ist der andere auf der anderen Seite.
dann kommt ihr von oben dran. Den auf der Seite, die sind auch quasi einmal über Kreuz. Das bedeutet, der auf der, jetzt von uns aus, der auf der rechten Seite ist für die linke Seite und der auf der linken Seite ist für die rechte Seite. So, dann könnt ihr werdet wahrscheinlich beide wechseln. Das heißt, ihr könnt beide aushaken. So, dann haben wir das Ganze einmal ausgehakt. Quasi einfach mit dem Schraubenzieher einmal nach rechts von uns aus hier wie auf dem Bild zu sehen bewegt. Dann springt das Ganze raus und dann können wir einmal nach unten. So, den alten hatten wir jetzt schon in dem Video halt davor. Hier sind 3 Klammern, die einfach zusammendrücken. Dann könnt ihr das Ganze raushebeln. Mit dem neuen Sattel natürlich Vorteil, hier kriegen wir den weiter runtergebogen, weil der noch nicht ganz ausgefahren ist. Und dann können wir das Ganze hier einmal nach unten hin rausholen. Und jetzt müssen wir hier das Ganze einmal ein bisschen lösen, damit wir hier an das Seil drankommen. Das Problem ist bei dem Modell, sehr, sehr gerne ist das Ganze angegammelt und das Ganze kann wegbrechen. Deswegen, das ist in dem Fall manchmal nicht so einfach, aber wir probieren es mal. Deswegen die Schrauben gut mit Drahtbürste vorarbeiten, Rostlöser drauf, WD-40 und dann sollte das Ganze klappen. Und hier so könnt ihr das Ganze rausholen. Anschließend nehmen wir das neue Seil und hier rein das Ganze. Und hier wieder zurück. So, das Ganze ist natürlich jetzt noch zu lang. Wir müssen das natürlich hinten noch einrasten. Ja, das Ganze wird hier wahrscheinlich schon weniger halten. Das Ganze war hier schon auf Kabelbinder. Wir müssen mal gucken, dass hier ein neues hinkommt. Wir werden das jetzt erstmal nicht dran machen, weil das ist viel schlimmer, glaube ich, wenn das auf die Straße runterfällt, als wenn wir das hier dran machen. Vorübergehend, dann müssen wir uns mal was anderes überlegen, organisieren. Deswegen wundert euch nicht, warum der jetzt nur so kurz dran gehalten wurde und nicht dran ist. So, bei der ganzen Einstellungsgeschichte oder Seilwechselgeschichte ist es ganz, ganz wichtig, dass der Hebel immer komplett zurück bis hierhin, bis zum Anschlag kommt. Das bedeutet, ihr hakt das jetzt oben ein, dann kann es passieren, dass wenn ihr jetzt am Einstellen seid, oder hundertprozentig wird es passieren, dass der immer ein bisschen näher kommt. Es ist ganz wichtig, ihr müsst darauf achten, dass der komplett wieder zurück auf diesen Anschlag kommt. Warum? Weil hier drinnen ist ein Zahnrad, was sich quasi immer erst um einen Zahn sich weiter versetzen kann, wenn der Hebel einmal komplett hier nach oben hinkommt. Das bedeutet, ihr bewegt die Handbremse, das Ganze geht runter und wieder hoch, runter und wieder hoch. Und dadurch hat er die Möglichkeit, wenn die Klötze sich verschleißen
muss er ja irgendwie mit der Gewindestange hier unten näher dran kommen. Und das macht er, wenn er hier hinten komplett dran kommt. Wenn er das aber nicht machen kann, dann ist die Handbremse bei euch irgendwann nicht mehr fest, weil das Zahnrad hier drin nicht mehr weiter kann, weil er hier hinten nicht mehr bis zum Anschlag kommt. Deswegen ganz, ganz wichtig, jetzt nicht in Verbindung mit dem neuen Sattel, sondern auch allgemein immer mit dem alten Sattel, mit dem neuen Sattel, darauf achten, dass der Hebel komplett bis nach hinten kommt. Und jetzt machen wir das Ganze wie folgt. Eine Person dreht jetzt quasi an der 10er Mutter, damit das Ganze hier, bis ihr merkt, dass der Hebel sich anfängt zu bewegen. Und dann dreht ihr den ein Stück zurück. Dann sollte es eigentlich passen. Und das Ganze ist wie folgt, wenn ihr diese 3 Raster macht. So 1, 2, 3, diese Klackergeräusche typische. Handbremse hochziehen, so 1, 2, 3. Dann soll die Bremse richtig fest sein. Und wenn ihr den löst, dann soll sich das natürlich alles frei lösen. Ja Leute, und so kann das Ganze aussehen. Diese Zange ist wirklich sehr, sehr wertvoll, wenn man die Seile wieder einhaken möchte. Ich habe euch da jetzt nicht mitgenommen, weil erstens zu dunkel, zweitens, ich bin da eh die ganze Zeit mit meinen Händen drin und man sieht nichts, aber es ist selbsterklärend. Warum ich diese Videos mit den Bremsseilen immer gerne angucke, um zu gucken, muss ich da jetzt sehr viel ausbauen, wo sitzen die Seile, wo ist die Einstellungsgeschichte, ist sie unten, ist sie oben? Und ich denke mal, mit diesem Video ist wirklich dem einen oder anderen sehr geholfen, zum Beispiel beim Angebot schreiben, wie viel AWs muss ich dafür nehmen, um die Seile zu wechseln, weil manchmal muss man wirklich die halbe Mittelkonsole zerlegen, um an die Einstellschraube von den Seilen zu kommen oder wo man das Ganze einhakt. Und ja, natürlich, Einstellungsvideo wird dann noch folgen, im Prinzip die 10er Mutter drehen. Und das mit den Hebeln habe ich euch ja erklärt und dann halt bis das Ganze 3 Einraster und dann muss das fest sein und wenn wir die Handbremse lösen, muss das Ganze lose sein und wir müssen natürlich auch genug freies Spiel haben bei der Handbremse. Und ja, warum ich das jetzt in diesem Video noch nicht machen kann, wir werden noch die Bremsen wechseln, müssen das ganze System noch entlüften und damit wir dann ziehen können, damit die Bremse fest ist. Das so als Vorgeschichte dazu. Ja, ansonsten Kauflinks sind unten in der Videobeschreibung. Wir werden jetzt, denke ich mal, nicht alle Bremsseile reinmachen. Vielleicht machen wir nur die Maße hin. Ihr könnt natürlich gerne in den Kommentaren schreiben, macht bitte alle Handbremsseillängen rein. Aber eigentlich könnt ihr ja eure Schlüsselnummer eintippen bei sämtlichen Ersatzteillieferanten und die werden euch dann die unterschiedlichen Maße geben. Und ja, deswegen. Ja, ansonsten diese Zangen werden wir mal unten verlinken. Mit dem Rabattcode VITJAWOLF kriegt ihr nochmal 10% auf die ganze Geschichte. Ist wirklich sehr, sehr gut und bequem da dran zu kommen, um die dort einzurasten. Das als kleine Empfehlung. Ja, ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Es ist immer noch kostenlos. Und was gibt es noch zu sagen? Ja, lasst einen Kommentar da. Und wir müssen bei dem jetzt noch die Bremsen wechseln. Ich weiß jetzt nicht, welche Reihenfolge kommen wird. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.